Chinesisches Porzellan, das weiße Gold Asiens. Im 17. Jahrhundert waren Europas Fürsten seiner zarten Schönheit verfallen. Doch die Rezeptur hüteten die Chinesen wie ein Staatsgeheimnis. Wie gelang es dem Deutschen Johann Friedrich Böttger, dieses Geheimnis zu entschlüsseln? Es heißt, er habe Blei in Gold verwandelt. Führte ihn seine magische Kunst schließlich auch auf die Spur des weißen Goldes? In der Meißner Albrechtsburg entdeckte er nach jahrelangen Mühen die Formel, die ihn zu einem der berühmtesten Erfinder seines Jahrhunderts machte. Zum Erfinder des Meißener Porzellans. Sphinx folgt den Spuren des Mannes, der eines der größten Rätsel seiner Zeit löste: das Geheimnis des weißen Goldes. (1999) entdeckten Schatzsucher im chinesischen Meer eine 200 Jahre alte Dschunke. In den Laderäumen feinstes chinesisches Porzellan. Bei der Versteigerung erzielte die kostbare Fracht einen Rekorderlös von 22 Millionen Mark. Im 17. Jahrhundert war nur pures Gold so wertvoll wie Porzellan. Aus China, dem geheimnisvollen Reich der Mitte, nehmen Hunderte von Dschunken Kurs nach Westen, prall gefüllt mit dem weißen Gold, von dem die Fürsten Europas nicht genug bekommen können. Vergeblich versuchen ihre Hofgelehrten, dem Geheimnis der chinesischen Rezeptur auf die Spur zu kommen. Glas, Erze und sogar Eierschalen werden in Mörsern und Tiegeln vermischt, doch ohne Erfolg. Für die porzellanverliebten Fürsten des Barock ist die Alchemie der einzige Ausweg. Mit Hilfe dieser mittelalterlichen Wissenschaft soll sich minderwertiges Metall in reinstes Gold verwandeln lassen. Einer, der behauptet, diese Kunst zu beherrschen, ist Johann Friedrich Böttger. Der Alchemist hat August dem Starken nie versiegenden Reichtum versprochen. Künstliches Gold aus seinen Töpfen und Tiegeln, das die leeren Kassen des sächsischen Herrschers auffüllen sollte. August der Starke, Kurfürst von Sachsen und König von Polen, ist einer der mächtigsten und reichsten Barockherrscher Europas. Er ist ein begeisterter Kunstliebhaber und Bauherr, berüchtigt für seine Verschwendungssucht. In der Zeit seiner Regentschaft fließen Hunderttausende von Goldtalern in die Prestigebauten am Ufer der Elbe. Weltruhm erlangt der Dresdner Zwinger, ein riesiger Lustgarten für den sinnesfrohen Kurfürsten, der das Leben als ewig währendes Fest zelebriert. Unzählige Legenden ranken sich um den barocken Kraftmenschen. Als Kind habe August Löwenmilch getrunken, als junger Mann vor versammeltem Hofstaat mit bloßen Händen ein Hufeisen zerbrochen. Das bringt ihm den Beinamen der Starke ein. Legendär sind auch seine zahllosen Liebschaften. 365 illegitime Kinder werden ihm nachgesagt. Doch für den Fürsten gibt es nur eine Leidenschaft, die stärker ist als das Verlangen nach erotischen Abenteuern: chinesisches Porzellan. Millionen von Goldtalern zahlt er für die zerbrechlichen Schätze aus dem Reich der Mitte. Porzellansammlungen von unschätzbarem Wert schmücken noch heute seine ehemalige Residenz. Sie erlauben den Blick in ein Reich, das den Europäern verschlossen war. Kein Fremder durfte China bereisen und dort Handel treiben. Als das erste Porzellan aus Asien nach Europa gelangte, erzählte es von einer verzauberten, exotischen Welt voller Geheimnisse. Rätselhaft jedoch wirkte auch das Porzellan selbst. Ein Stoff, zart und zerbrechlich wie Glas und doch formbar wie Ton, fein verarbeitet zu unvergleichlichen Kunstwerken. Der Weltreisende Marco Polo schrieb über die Herstellung: Es wird eine bestimmte Erde gesammelt, die man wie Erz ausgräbt.
Sie wird 30 bis 40 Jahre lang dem Wind, dem Regen und der Sonne ausgesetzt. Danach ist sie geläutert und kann zu Gefäßen verarbeitet werden. Marco Polos geheimnisvoller Bericht blieb das Einzige, was man damals über die Herstellung von Porzellan wusste. Die Europäer wurden nach China nicht hineingelassen. Ausschließlich die Missionare durften nach China gehen, die Jesuiten. Und die Kaufleute hatten sich am Yangtze-Fluss einzufinden und konnten dort das Porzellan, was ihnen angeboten wurde, kaufen. Aber man kam nicht in das Land hinein und es war völlig unmöglich, das Rezept der Porzellanherstellung in China zu erkunden. Am Dresdner Hof spricht inzwischen jeder offen aus, was bis dahin nur hinter vorgehaltener Hand weitergetragen wurde. Die Sammelleidenschaft des Fürsten ist Sachsens Ruin. Doch August kümmert es wenig. 1701 erhält der Hofjuwelier Dinglinger den Auftrag, den Pfauenthron der indischen Mogulkaiser nachzubauen. Der Hofstaat von Delhi am Geburtstag des Großmoguls. Ein Bühnenbild mit Elefanten, Kamelen und Figuren aus purem Gold und Silber, besetzt mit über 5000 Juwelen. So sah August der Starke sich selbst, mächtig und reich wie die sagenhaften Herrscher des fernen Ostens. Chinesisches Porzellan, verarbeitet in einem Kunstwerk aus purem Gold. Fast 60.000 Goldtaler kostet dieser Aufsatz für die kurfürstliche Tafel. Ein Buchhalter verdient vergleichsweise 12 Taler im Monat. Gegen den Staatsbankrott hilft nur noch das märchenhafte Versprechen der Alchemisten. Nie versiegender Reichtum aus der Retorte. Alle bekannt gewordenen Versuche aber sind bisher gescheitert. Oder hat etwa doch ein unbekannter Alchemist den Schlüssel zum künstlichen Gold gefunden? Der Berliner Johann Friedrich Böttger jedenfalls behauptet, im Besitz dieser geheimnisvollen Formel zu sein. Grenzenloser Goldregen durch schwarze Magie? Der Apothekerlehrling Böttger habe, so wird berichtet, in Berlin Silbergroschen in Gold verwandelt. Schauplatz dieser einzigartigen Darbietung ist die Apotheke seines Lehrmeisters. Friedrich Zorn und seine Frau sind die Zeugen. Vor ihren kritischen Augen gelingt ihm wahrhaft Fantastisches. Aus seinem Tiegel ergießt sich wirklich Gold, pures Gold. Wie er das zuwege gebracht hat, bleibt sein Geheimnis. Doch die magische Kunst bringt Böttger in Lebensgefahr. Ihm droht das gleiche Schicksal wie dem Alchemisten Caetano. Am Ende wartet der Galgen auf ihn. Vor seiner Hinrichtung saß Caetano jahrelang im Kerker der Burg Grünwald bei München. Hier gestand er, heimlich Gold in seine Tiegel geschmuggelt zu haben, damit es aussah, als verwandle sich Blei in das Edelmetall. Aber dieses tragische Schicksal ist Böttger keine Lehre. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht von seiner sensationellen Kunst. Bald künden sogar Flugblätter im ganzen Land davon. Friedrich I., König von Preußen, schickt Häscher aus, um den Goldmacher dingfest zu machen. Jetzt begreift Böttger die Gefahr. In letzter Sekunde gelingt ihm die Flucht aus Berlin. Gejagt von preußischen Soldaten versucht er, sich nach Sachsen durchzuschlagen. Dort glaubt er sich in Sicherheit. Aber längst ist ihm sein Ruf vorausgeeilt, bis an den Hof August des Starken. In Wittenberg erwarten ihn bereits die sächsischen Soldaten. Sie haben den Auftrag, ihn gefangen zu nehmen und nach Dresden zu bringen. Die Gewölbe der Dresdner Kasematten, der alten Festungsanlage der Stadt, werden zu Böttgers erstem Labor. Nur wenige Auserwählte wissen von dem geheimen Vorhaben. Abgeschottet von der Außenwelt soll er im feuchten Verlies den Traum des Kurfürsten erfüllen und Gold herstellen.
Bis er das Ziel erreicht hat, werden diese trostlosen Mauern sein Gefängnis bleiben. Im Labor jedoch soll es ihm an nichts fehlen. Die Vasallen des Kurfürsten beschaffen Retorten und Mörser, Metalle, Säuren und Salze. Um August einen sachkundigen Eindruck zu vermitteln, lässt sich Böttger alte alchemistische Aufzeichnungen bringen. Er glaubt, die Schriften seiner Vorgänger könnten ihm helfen, die verlorene Formel des Steins der Weisen zu finden, der magischen Substanz, die Auserwählten bereits in der Antike zu unermesslichem Reichtum und ewigen Leben verholfen haben soll. Ägypten, das sagenhafte Reich der Pharaonen. An den Ufern des Nils liegen die Ursprünge der Alchemie. Die Tempelpriester waren die ersten, die mit Erzen, Metallen und Gestein experimentierten. Diese jahrtausendealte Handschrift wird heute im niederländischen Leiden aufbewahrt. Sie zeugt von dem geheimen Wissen der Ägypter und gilt als ältestes alchemistisches Dokument. Festgehalten auf brüchigem Papyrus sind praktische Anleitungen zur Veredelung und Imitation von Edelsteinen und Metallen. Rezepturen für die Nachahmung von kostbaren Gold- und Purpurfarbstoffen, mit denen die Tempel prachtvoll verziert wurden. Eine zweite Säule der Alchemie sind die Erkenntnisse des Griechen Aristoteles. Die im Mittelalter verbotenen Schriften werden zur wichtigsten theoretischen Grundlage der Geheimwissenschaft. Für Aristoteles bestehen alle Dinge aus 4 Grundelementen: aus Erde, aus Feuer, aus Wasser und Luft. Nach seiner Lehre lassen sich alle natürlichen Stoffe in diese Bestandteile auflösen. Böttger und seine Zeitgenossen sind überzeugt, auch die Metalle entstünden in der Tiefe der Erde aus den 4 Elementen. Aus dem Gestein wächst erst wertloses Blei, Zinn und Kupfer. Im Laufe der Zeit reift es dann zu kostbarem Gold heran. Könnte man diesen Prozess nicht nachahmen und die Natur überlisten? Die Alchemisten hoffen, ein Mittel zu finden, das die Reifung der Metalle im Labor beschleunigt. Diese geheimnisvolle Essenz nennen sie den Stein der Weisen. Ihre Vorstellungen lassen sich in einem Laborversuch nachvollziehen. Günter Probeck vom Deutschen Museum in München führt dieses überlieferte Experiment durch. Einer Lauge fügt er Salz hinzu. Die Kristalle lösen sich nicht vollständig in der Flüssigkeit auf, sondern breiten sich aus. Dem Betrachter muss es damals erschienen sein, als wachse aus dem Nichts wie von Zauberhand etwas Neues hervor. Doch August den Starken können diese Experimente nicht mehr beeindrucken. Nur Gold zählt und Böttger hat noch immer nichts geliefert. Der Kurfürst droht ihm mit dem Tod durch den Strang und lässt einen Galgen errichten. Sachsens Herrscher schwelgt derweil weiterhin in Gold und Geschmeide. Er genießt es, seine kostbare Sammlung ausländischen Gästen zu präsentieren. Die Pracht seines Herrscherhauses soll alle anderen überragen. So wird seine Schatzkammer, das grüne Gewölbe, zu einer der reichsten Europas. Porzellan gehört zu den teuersten Prunkstücken seiner Sammlung. Gleich 10 Exemplare dieser meterhohen chinesischen Vasen erwirbt August der Starke aus der Sammlung Friedrich des Großen. Aus Geldmangel bezahlt er den Preußenkönig mit 600 Dragonern, seinen legendären Elitesoldaten.
Und während der Kurfürst seinen Leidenschaften frönt, quält sich Böttger bereits 3 Jahre in seinem Gefängnis. In seiner Verzweiflung beginnt er zu trinken. Unmengen Wein liefern seine Wachen ins Labor. Die einzige Möglichkeit, sein Unglück zu vergessen und seine Schmerzen zu betäuben, war der Alkohol. Er war erst Anfang 20 und wusste nicht, ob er jemals wieder frei sein würde. Und für jemanden wie Böttger, der so leidenschaftlich überzeugt von dem war, was er tat, muss es eine höllische Qual gewesen sein. Alkohol, die unerträgliche Hitze der Brennöfen, die giftigen Dämpfe. Aus seinen Aufzeichnungen geht hervor, dass Böttger von schweren Halluzinationen heimgesucht wird. Mystische Gestalten aus dem Jenseits erscheinen ihm. Sie flüstern ihm zu, er, Johann Friedrich Böttger, sei der Auserwählte Gottes. Er allein sei berufen, dem Geheimnis der Schöpfung auf die Spur zu kommen. Eine dieser Traumgestalten ist Laskaris, ein griechischer Mönch, dessen Name damals durch die alchemistischen Zirkel Europas geistert. Böttger berichtet dem Kurfürsten von seinen sagenhaften Fähigkeiten. Er soll es gewesen sein, der ihn zum Stein der Weisen geführt habe, dem sagenumwobenen Lapis Philosophorum. Laskaris sei ein hoher Priester der geheimen Künste. Er allein kenne die Formel der Goldumwandlung. Und von ihm habe er im Jahre 1700 eine Probe jenes magischen Pulvers erhalten. Damit habe er dann in der Berliner Apotheke den Goldklumpen hergestellt. Erfindet Böttger die mysteriöse Begegnung nur, um seine Glaubwürdigkeit zu untermauern? Wie viele seiner Zeitgenossen glaubt der junge Mann fest an die Existenz von Geisterwesen, die menschliche Form annehmen und Auserwählte zum Stein der Weisen führen. Johann Friedrich Böttger ist ganz Alchemist. Wie ein moderner Wissenschaftler beobachtet er zwar systematisch chemische Reaktionen, gleichzeitig ist er aber davon überzeugt, dass das, was in seinen Töpfen und Tiegeln geschieht, von unsichtbaren Zauberkräften beeinflusst wird. So glaubt er auch, dass die Stellung der Planeten Einfluss auf chemische Reaktionen habe. Die fernen Himmelskörper bewirken das Entstehen und Wachsen der Metalle. Vor der Erfindung des Teleskops zählt man nur 7 Planeten am Himmel. Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Auch die Sonne und der Mond gelten als solche. Will man Gold machen, müssen die Gestirne günstig stehen. Alchemie und Astrologie gehören also zusammen. Alle Himmelskörper haben eigene Symbole. Merkur steht für Quecksilber, Mars für Eisen, Saturn für Blei, Sonne und Mond für Gold und Silber. Diese Zeichen werden als eine Art Geheimschrift in alchemistische Texte übernommen. So können nur Eingeweihte und Auserwählte die magischen Rezepturen verstehen. Der Codex Chemicus, eine Handschrift aus dem 16. Jahrhundert mit Symbolen chemischer Substanzen, eine Anleitung zum Entschlüsseln alchemistischer Erkenntnisse. Für eine Verbindung von Quecksilber mit Silber stehen Merkur und Mond. Fabelwesen, Tiere und Menschen stellen chemische Reaktionen dar. Der Drache verkörpert Feuer und ätzende Säuren. Die Schlange, die sich in den Schwanz beißt, sie symbolisiert Werden und Vergehen. Und das Böse. Es muss zerstört werden, damit Gutes entsteht. Wie das unedle Metall, damit es zu reinem Gold wird. Die Vereinigung zwischen Frau und Mann, ein Symbol für die chemische Hochzeit. Bei der Verschmelzung zweier edler Stoffe entsteht eine neue, viel edlere Substanz.
Destillierkolben für die chemische Hochzeit. Selbst ihre Laborgeräte entwickeln die Alchemisten nach ihren Vorstellungen von Vereinigung und Befruchtung, von Wachsen und Reifen. Diese spirituellen Vorstellungen lassen sich in der Praxis scheinbar bestätigen. Ein überlieferter Versuch stellt die Umwandlung von Metallen dar. Einfache Kupferspäne werden in Salpetersäure aufgelöst. Wie von Geisterhand beginnt die Verbindung zu brodeln. Ein Effekt, mit dem sich die Alchemisten vor Publikum gern in Szene setzten. Nach einiger Zeit schlägt die Farbe der Lösung in tiefes Blau um. Taucht man dann einen Schlüssel aus Zink in die Lösung, kommt er als Kupferschlüssel wieder zum Vorschein. Wissenschaft oder Zauberei? Den Menschen erschien es damals jedoch, als habe sich minderwertiges Zink in edleres Kupfer verwandelt. Wenn sich Zink in Kupfer verwandeln lässt, dann muss es doch eine Substanz geben, die Blei zu Gold macht. Böttger ist überzeugt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Irgendwann wird er August dem Starken die geforderten Goldmengen präsentieren können. Bisher jedoch sind alle seine Versuche fehlgeschlagen. Um Zeit zu gewinnen, muss er einen Beweis seines Könnens liefern. Und wenn es nur eine kleine Menge Gold ist, die wundersame Verwandlung gelingt. Vor den Augen des Kurfürsten fließt das Edelmetall aus dem Labortiegel. Taschenspielertrick oder Alchemistenkunst? Das Beweisstück wird jedenfalls noch heute im Dresdner Zwinger aufbewahrt. Im Labor der Stuttgarter Akademie der Bildenden Künste wird der Goldklumpen zum ersten Mal auf Reinheit und Echtheit untersucht. Dafür legt Professor Ernst Ludwig Richter den glänzenden Regulus unter ein Spektroskop. Mit einem Laserstrahl wird eine winzige Probe aus dem Metall herausgeschossen und verdampft. Die Analyse ergibt, der Regulus enthält tatsächlich 95% reines Gold. Aber ist er auch tatsächlich aus Böttgers Alchemielabor? Dazu werden alle anderen Bestandteile unter die Lupe genommen. Dieses Verfahren führte nun zu recht genauen Ergebnissen, quantitativen Ergebnissen der Spurenelementgehalte. Und hier war es insbesondere der extrem niedrige Bleigehalt im Goldregulus, das nun letztlich nach vielen Überlegungen und Diskussionen uns zu der Annahme führte, dass der Goldregulus nicht aus der Zeit ist, sondern zu späterer Zeit imitiert, kopiert, nachgegossen worden. Möglicherweise ist der echte Regulus also gestohlen oder ausgetauscht worden. Wir wissen es nicht. Zeugen der damaligen Experimente beschworen jedenfalls, dass Böttger ein Goldstück aus seinen Tiegeln zauberte. Ein Spiel auf Leben und Tod. Also Böttger hat es zweifellos sehr schwer gehabt mit diesen Experimenten. Er stand da in Gegenwart von August des Starken und zwei beigestellter sachkundiger Beobachter, die über alle metallurgischen Prozesse der Zeit Bescheid wussten. Und Böttger konnte also in keinem Fall gängige Praktiken anwenden, die wären sofort erkannt worden. Er konnte also nur in einer Art Taschenspielertrick im Augenblick höchster dramatischer Entwicklung das Gold oder das Silber einbringen. Und er muss während dieser Experimente unter einem ganz enormen psychologischen Druck gestanden haben, denn er wusste ganz genau, wenn etwas schief geht, er ertappt wird, endet er am Galgen wie andere seiner Kollegen. Böttger muss die Technik des Täuschens perfekt beherrscht haben. Offenbar hat er schon bei seiner erfolgreichen Vorführung in Berlin einen Kunstgriff angewandt. Füllte er vor der Demonstration Goldstaub in einen hohlen Rührstab? Hatte sein Tiegel einen doppelten Boden? Wahrscheinlich hat er also seine Zeugen absichtlich vom Geschehen abgelenkt, um der Silberschmelze Goldpulver hinzuzufügen. Waren alchemistische Tiegel und Töpfe also tatsächlich nur Spielzeuge für trickreiche Betrüger?
Das Schloss Oberstockstall in der Nähe von Wien. Hier entdeckten Archäologen vor einigen Jahren 900 gut erhaltene Schmelztiegel, Destilliergläser, Retorten und Trichter aus dem 16. Jahrhundert. Aus einer verschütteten Grube in der Sakristei förderten sie überraschend die Zeugnisse frühen alchemistischen Schaffens zutage. Zum ersten Mal entdeckten Forscher Überreste der Stoffe, mit denen in den Laboratorien experimentiert wurde. Das Analyseergebnis ist eine Sensation. Schmelzen aus Arsen, Quecksilber, Kupfer und Blei. Hier wurde also nicht nur versucht, Gold zu machen, sondern schon 200 Jahre vor Böttger Metalle für Bergwerke analysiert und neue Schmelzverfahren erforscht. Die in Oberstockstall gefundenen Gefäße markieren den Beginn einer neuen Ära, den Wandel der Alchemie zur modernen Chemie. Von den Erfahrungen seiner Vorgänger profitiert auch der sächsische Gefangene. Doch trotz seines umfangreichen Wissens und seiner Fähigkeiten ist er gescheitert. Um seinen Kopf dennoch aus der Schlinge zu ziehen, muss sich der Alchemist etwas Neues einfallen lassen. Diesmal jedoch darf das kein einfacher Taschenspielertrick sein. August der Starke lässt sich nicht mehr täuschen. Er will Ergebnisse sehen. Böttger gibt nicht auf. Möglicherweise kann ihn die Entschlüsselung einer anderen wertvollen Rezeptur vor dem drohenden Tod retten. Die der Porzellanherstellung. Den zündenden Gedanken liefert Ehrenfried Walter von Tschirnhaus. Der Hofphysikus August des Starken versucht schon seit Jahren, dem Geheimnis des weißen Goldes auf die Spur zu kommen. Bisher vergeblich. Tschirnhaus war beeindruckt von Böttgers Scharfsinn und erkannte, dass er mehr war als nur ein trickreicher Magier. Er brachte ihn dazu, nach der Rezeptur für Porzellan zu suchen. Das wäre die einzige Chance, die ihm vielleicht den Hals retten könnte. Böttger ergreift seine neue Chance. In diesem Vertrag verpflichtet er sich gegenüber August dem Starken, Porzellan herzustellen, das weiße Gold. Wieder garantiert er dafür mit seinem Leben. Doch wie soll Böttger die Zusammensetzung des Porzellans herausfinden? Äußerlich erinnert es an Glas, durchscheinend und zart. Gleichzeitig ist es erstaunlich widerstandsfähig. Es hält sogar kochendem Wasser stand, ohne zu zerspringen. Tschirnhaus erkannte als erster, dass eine sehr hohe Temperatur der Schlüssel zum Erfolg ist. So versuchte er, mit einem Brennspiegel Glas und Ton bei 1400 Grad Celsius zu verschmelzen. Böttger geht noch einen Schritt weiter. Er ignoriert die äußere Ähnlichkeit von Glas und Porzellan. Ebenso wie der Alchemist glaubt, aus Blei lasse sich Gold machen, nimmt er an, dass hohe Temperaturen Ton und Gestein in Porzellan verwandeln. Er ging das Problem wie ein moderner Wissenschaftler an. Bisher dachte man, Porzellan sieht ein bisschen wie Glas aus, also muss auch Glas darin sein. Doch das war falsch. Die Lösung musste man in der Brenntemperatur suchen, da sich die Eigenschaften chemischer Substanzen bei hohen Temperaturen verändern. Weil Böttger das erkannte, war er seiner Zeit weit voraus. Wie aber ist Böttger vorgegangen? Im sächsischen Hauptstaatsarchiv finden wir seine Aufzeichnungen. Doch sie sind in mysteriösen Symbolen und Zeichen verschlüsselt, die Geheimschrift der Alchemisten. Forscher versuchen noch heute, das Rätsel der Schriften zu lösen. Doch ihre Arbeit ist der mühsame Prozess, die Sprache einer in Vergessenheit geratenen Kultur zu entziffern. Selbst zu Böttgers Zeit konnten nur wenige Eingeweihte etwas mit seinen Aufzeichnungen anfangen. Mit seiner Geheimsprache machte sich der Alchemist unentbehrlich. Sie war seine Lebensversicherung.
Doch die Antworten der Wissenschaftler werfen immer neue Fragen auf. Wir haben das Problem, dass wir bei unseren Textrecherchen häufig auf den Begriff des Arcanum stoßen. Und es ist für uns einfach nicht genau zu klären gewesen, was Arcanum eigentlich genau meint. Arcanum kann auf der einen Seite das Porzellan oder die Porzellanherstellung meinen, auf der anderen Seite kann immer auch das gemeint sein, dass man einen Prozess beschreibt, mit dem man Gold herstellen kann. Und es ist aus unserer Sicht einfach bisher nicht genau zu klären, zumal bei Böttger, was eigentlich er mit Arcanum immer gemeint hat. Beschreibt Arcanum einen geheimen Baustein auf dem Weg zum Porzellan? Oder ist es eine Formel für die exakte Zusammensetzung verschiedener Gesteinssorten? Über 2 Jahre untersucht Böttger verzweifelt die unterschiedlichsten Mischungen von Erzen, Mineralien und Tonerden. Seine Sinnesorgane müssen moderne Analyseverfahren ersetzen. Sie allein sagen ihm, wie sich Aussehen, der Geschmack oder der Geruch der Proben und damit deren Qualität verändert. Schließlich notiert er eine Rezeptur, die den entscheidenden Durchbruch bedeutet. In den Laboratorien der Meißner Manufaktur wird sie bis heute nachgebrannt. Sogenannter roter Bolus, ein Basaltgestein mit hohem Eisenanteil, wird mit getrocknetem Lehm und geschlemmtem Ton vermengt. Danach wird es in einer Schüssel mit dem Mörser so lange zerrieben, bis es eine feinkörnige Konsistenz erreicht. Schließlich wird Wasser in einen Bottich gefüllt und die Gesteinsmischung hinzugegeben. Das Ganze wird 10 Stunden lang zu einer zähflüssigen, leicht formbaren Substanz verrührt. Die Farbe sieht vielversprechend aus. Ist es diese Masse, die auch die Chinesen in ihren Manufakturen verwenden? Der entscheidende Moment: bei 1350 Grad Celsius wird die Mischung gebrannt. Um diese extrem hohen Temperaturen zu erreichen, musste Böttger neue Öfen konstruieren. Da die Scharten seines Verlieses jedoch kaum Luft hereinließen, verwandelte sich das Labor in den Vorhof der Hölle. Die Hitze nahm ihm die Luft zum Atmen, Brandblasen eiterten an seinen Füßen, nur mit Fußlappen konnte er auf den heißen Steinen gehen. Doch endlich gelangen ihm die ersten Stücke, die den chinesischen Vorbildern in Gestalt und Beschaffenheit ähnelten. Seine Rezeptur aus rotem Bolus, Lehm und Wasser ist ein erster großer Erfolg. Sie wird später Böttgers Steinzeug genannt. Doch warum fehlt den Proben immer noch das schimmernde Weiß und die Zartheit des chinesischen Porzellans? Die Chinesen hatten einen großen Vorteil. Sie hatten nämlich Rohstoffe zur Verfügung, die an sich schon die Zusammensetzung des Porzellans beinhalteten. Sie mussten also nur entsprechend hoch brennen und hatten damit dann eigentlich schon das Porzellan. Ist die jahrelange Quälerei also umsonst gewesen? Ein winziger Zufall bestimmt den Lauf der Geschichte. Im Herbst des Jahres 1708 bestellt ein Bauer in der Nähe von Meißen seinen Acker. Aus der fruchtbaren Erde bringt der Pflug ein seltsames Gestein zum Vorschein, das der Bauer noch nie gesehen hat. Eine bröselige, weißliche Tonerde. Heute weiß man, es ist ein Silikat, ähnlich dem chinesischen Kaolin. Die fehlende Zutat, nach der Böttger jahrelang verzweifelt gesucht hat.
Ein Novembertag im Jahre 1709. August der Starke erscheint im Labor. Der Kurfürst will sich persönlich vom Fortgang der Versuche mit dem neu entdeckten Kaolin überzeugen. Wendet sich Böttgers Schicksal doch noch zum Guten? Die Hitze in dem Gewölbe ist unerträglich. Und als der Alchemist den Ofen öffnet, soll August gestöhnt haben: O Jesus, hier soll Porzellan drinne stehen? Die Stunde der Wahrheit ist gekommen, als Böttger das Probestück zum Abkühlen ins Wasser taucht. Als der Dunst sich legt, entnimmt er dem Trog ein Stück Porzellan. Es grenzt an ein Wunder. Die einfache Schale ist unversehrt und strahlend weiß wie beste China-Ware. Endlich. Das europäische Porzellan ist erfunden. Der Alchemist Johann Friedrich Böttger hat im Labor Gold geschaffen. Weißes Gold. Die ersten Stücke weisen Risse auf. Doch es dauert nur noch ein weiteres Jahr. Dann ist das sächsische Porzellan dem chinesischen Vorbild in Qualität und Schönheit ebenbürtig. (1710) gründet August der Starke per Dekret die Meißener Porzellanmanufaktur. Noch heute wird Böttgers Entdeckung wie ein Geheimnis gehütet. Nur wenige haben Zugang zum Archiv, wo die früheste Porzellanrezeptur Europas aufbewahrt wird. Dieses Schriftstück enthält die geheime Mischung der Zutaten, die Sachsen das Monopol für Porzellan sichert. Der Traum des Kurfürsten wird wahr. Endlich fließen Millionen von Goldtalern in seine Kassen. Denn schon bald kopiert Böttger nicht mehr einfach nur chinesische Vorbilder. In Meißen werden eigene Formen, Motive und Dekors entworfen. Das Monopol in Europa führt zum rasanten wirtschaftlichen Aufschwung. Mit 26 Arbeitern fängt man in Meißen an. 1750 arbeiten bereits 400 in der Porzellanmanufaktur, die Weltruhm erlangt. Ein englischer Reisender berichtet 1749: Das Meißner Porzellan übertrifft jenes aus China wegen der Schönheit seiner Gestaltung und Malerei. Es ist von hohem Rang und Ebenmaß. Die Maler und Modellierer werden vom König, dem die Manufaktur gehört, ausgewählt und übertreffen sich gegenseitig. Fast ein halbes Jahrhundert behält die Meißener Manufaktur ihre Monopolstellung in Europa. Die Erfindung Böttgers wird wie ein wertvoller Schatz gehütet. Erst durch Spionage und Abwerbung von Fachkräften gelangt das Geheimwissen nach Wien und Berlin, Frankreich und England, wo neue Manufakturen gegründet werden. Dennoch bleibt das sächsische Porzellan weltweit unübertroffen. August der Starke hatte einst Millionen für Teller und Vasen aus dem fernen Osten ausgegeben. Heute gehören die Chinesen zu den größten Liebhabern des Meißener Porzellans. Das Zeichen der Schwerter, das älteste Markenzeichen der Welt, wurde zum Gütesiegel von Böttgers Errungenschaft.
Und selbst aus dem 18. Jahrhundert existieren noch hunderte Vorlagen im riesigen Formenarchiv. Zeugnisse einer wechselvollen Geschichte. Doch der Leidensweg des genialen Entdeckers war mit seinem Erfolg noch nicht zu Ende. Weder Ruhm noch Reichtum wurden ihm zuteil. Im Gegenteil, auf der Albrechtsburg in Meißen bleibt Böttger bis zu seinem Lebensende unter Arrest. August der Starke will das Geheimnis des weißen Goldes mit niemandem teilen. Die dunklen Gewölbe der Burg werden zur ersten Produktionsstätte für das wertvolle Luxusgut, das im Zeichen der Schwerter weltberühmt wurde. Dort, wo einst die ersten Brennöfen standen, sind heute Scherben aus Böttgers Schaffenszeit zu finden. Sie sind wie ein Symbol für die Zerrissenheit des genialen Alchemisten. Voll Bitterkeit ritzte dieser in eine Wand. Gott, der Schöpfer, hat gemacht aus einem Goldmacher einen Töpfer. Am 13. März 1719 stirbt der Erfinder des europäischen Porzellans mit 37 Jahren. Die Hoffnung, Gold zu machen, hat er in den 18 Jahren seiner Gefangenschaft nie aufgegeben. Erst 300 Jahre später ist es Atomphysikern tatsächlich möglich, mit einem Teilchenbeschleuniger Gold herzustellen. Die Menge ist jedoch verschwindend gering. Sie kann nur elektronisch gemessen werden. So hat sich der Alchemistentraum doch noch erfüllt. Aber von großer Dauer ist er nicht. Denn in Bruchteilen einer Sekunde zerfällt das Gold in nichts.